Moin Leute, willkommen zur nächsten Folge von FM 2024 mit Heidenheim. Ihr seht, die zweite Runde im DFB-Pokal wurde am selben Tag ausgelost wie unser Auftakt in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg. Wir haben zunächst zweite Runde im DFB-Pokal beim SV Sandhausen. Ich sollte noch für den Kirito was nachgucken. Und zwar hat er gesagt, er würde gerne nochmal das Ergebnis von Münster sehen gegen Leipzig. Die haben wohl hier noch gegeneinander gespielt. Ich gucke gerade mal, wo ich es hier finde. Preußen-Münster war hier oben. Die haben immer noch nicht gespielt. Die spielen doch, glaube ich, erst ein bisschen später. Das ist auch genauso wie die Bayern. Die spielen doch auch ihr Spiel erst später, weil die haben ja den Supercup gespielt. Da hat mich Leozino auch darauf aufmerksam gemacht. Den VAR gibt es auch noch nicht. Wie in echt natürlich angelehnt. Spielen die erst ab dem Achtelfinale mit. Das heißt also, dass wir noch ein bisschen warten müssen, bis die gespielt haben. Aber sofern es soweit sein sollte, dann werde ich dich natürlich darüber informieren. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Und dann verfolgt meine Karriere hier weiter mit Heidenheim im FM 2024. Wir starten jetzt rein ins erste Bundesligaspiel überhaupt für Heidenheim in Wolfsburg. Gibt sicherlich leichtere Auftaktspiele, aber egal. Gegen Wolfsburg musst du halt auch spielen, wie gegen andere Vereine auch, von daher schauen wir mal. Wir haben sehr gute Platzverhältnisse, 26.409 Karten, Gesamtkapazität 28.000. Meines Erachtens sind das doch 30.000, oder? Vielleicht sind es auch ein paar weniger jetzt, keine Ahnung. Schauen wir mal. Also hier gibt es eine Änderung, und zwar Schöppner für Maloney, nehme ich natürlich gerne entgegen. Dann machen wir erstmal defensiv, dann Gegneranweisung. Es wird unsere Chancen um Welten verbessern, Maximilian Arnold ständig zu pressen, wenn er angespielt wird. Machen wir mal. Selbst regeln, das macht lieber mein Co-Trainer. Kürzeres Passspiel machen wir mal. Höheres Pressing und gehen wir mal rein zur Teamauswahl. Machen wir hier die Aufstellungsempfehlung. Ich glaube, das ist fast dieselbe Elf wie gegen Cottbus im Pokal. Hier haben wir Beste und Dingshi, die haben richtig gut funktioniert. Vorne immer noch Piringer, weil Tim Kleindienst leider noch verletzt ist. Dann haben wir, wie gesagt, Schöppner rein. Die Viererkette bleibt eigentlich auch gleich. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Gehen wir rein, bereit zum Spiel. Alle sind sehr ermutigt. Hier, Marlon Busch ist sehr glücklich, sehr zufrieden. Und dann gehen wir rein zum Spiel. Und ich hoffe, dass wir zumindest einen Punkt holen. Wie auch immer. Ich weiß zwar nicht, wie wir das schaffen sollen, aber es ist nicht unmöglich. Wir gucken mal hier, wer bei Wolfsburg so alles spielt. Hier ist unter anderem Lovro Meyer. Neuzugang, dann ist, glaube ich, Cesiger ist neu. Nicolas Kosa, müsste ich jetzt lügen, ob der letzte Saison schon da war, ich glaube nicht. Und dann halt, klar, Maxi Arnold, Jonas Wind, Jakub Kaminski, die alten Bekannten, Patrick Wimmer. Auf der Bank haben wir noch Václav Czerny beim VfL, der ist auch neu. Joachim Mähle, auch Neuzugang. Also das ist schon nicht so eine schlechte Truppe. Mal gucken. Franz Böning sagt einen Sieg voraus. Ach nee, vor kurzem. Jetzt gibt es gar keine Social-Media-Reaktion. Schade. Gucken wir mal. Mannschaftsansprache beendet. Sind alle soweit motiviert, gelassen. Freuen sich wahrscheinlich aufs erste Spiel. Dann gehen wir mal rein hier. Da hinten haben wir schon die Auswärtsfan-Kurve. Auch ein 4-3-3. So wie Cottbus auch gespielt hat. Mal gucken, ob uns das entgegenkommt. Dann schauen wir nochmal kurz auf unsere 11-4, 4-2-3-1. Unverändert. Mein Lieblingssystem. Starten wir also rein. Überspringen wir hier. Zack. Und dann können wir direkt reingehen ins allererste Highlight. Ich mache mal hier Zurufe. Ich feuere die Mannschaft mal an, mal gucken. Ich hoffe nicht, dass sich die Leute dadurch verunsichert fühlten. Das war nämlich gegen Energie Cottbus der Fall, dass sich da ein paar auf den Schlips getreten fühlten. Aber gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir gegen Wolfsburg das halbwegs gut hinkriegen. Aber da ist schon die erste Chance durch Jonas Wind. Ja, nach Freistößen und nach Eckbällen. Hier schon das erste Tor gefallen. Augsburg führt gegen Gladbach. Währenddessen kriegen die Wolfsburger den nächsten Eckball. Wir klettern auf Platz 4 zwischenzeitlich. Müssen wir uns merken. Weil Wolfsburg kommt jetzt mit Lacroix und wieder Müller. Achtung, Arnold ist nochmal da. Und Müller hat er sicher perfekt gemacht. Es wird sehr, sehr schwer. Ich glaube nicht, dass wir so viele Highlights hier haben werden, wenn überhaupt. Aber vielleicht durch den Abstoß. Nee. Kommen die Wolfsburger nach wie vor in gute Situation. Da ist Wimmer und wieder geklärt. Das muss natürlich auch funktionieren. Die Abwehr, die muss stehen. Die muss heute mehr verteidigen als gegen Cottbus auf jeden Fall. Aber vielleicht kriegen wir das ja hin. Vielleicht wir jetzt mal. Ja, Ballgewinn. Piringer. Das ist das erste Tor. Jawohl. Marvin Piringer nach einem katastrophalen Fehler der Wolfsburger. Guck mal an hier. Und jetzt ist die Saison vorbei. Dann sind wir auf dem Champions League Platz. Oder vielleicht sogar Deutscher Meister. Keine Ahnung. Hier der Fehlpass. Warnberg geht nicht entgegen. Und dann schaltet Piringer ganz schnell um. Und Castells, der greift auch so ein bisschen daneben. Aber das ist natürlich geil. 1:0 Führung. Leipzig führt leider auch in Leverkusen 1:0.
Perfekt, und wir sind Zweiter, weil die Bayern haben schon in Bremen gewonnen. Den Auftakt hätte ich euch auch zeigen können. Wir gucken gleich auf die gesamten Ergebnisse. Also das erste Tor in der Heidenheimer Geschichte hier im Fußballmanager in der Bundesliga. Freiburg führt auch in Hoffenheim 1-0. Hätte ich nie gedacht. Und bislang halten wir eigentlich ganz gut mit. Ich dachte, dass Wolfsburg wirklich mehrere Chancen kriegt. Aber ihr seht, wir sind gleich schon in der Halbzeit drinne. 2-0. Freiburg in Hoffenheim. Und wir kriegen die Ecke. Beste. Erstmal geklärt. Dingshi schon mit Gelb. Ist das so? Da ist der Name einfach nur gelb. Und jetzt pass auf die Wolfsburger. Haha. Versuchen zu kontern, aber es klappt nicht. Ja, Dingshi hat gerade gelb gesehen. 3-0 Freiburg in Hoffenheim. Okay. Das ist auch eine etwas größere Überraschung. Und wir führen jetzt erstmal mit 1-0 zur Halbzeit in Wolfsburg. Ja gut, X-Goal-Werte sind jetzt auch nicht so überragend. Aber ey, wir führen in Wolfsburg. Sind natürlich alle sehr, sehr begeistert auch. Sah extrem begeistert aus. Ja, natürlich. Das wäre natürlich geil, wenn wir glatt mal so in die Saison reinstarten könnten. Das wäre überragend. Aber natürlich muss die zweite Halbzeit hier auch noch das hergeben, was die erste hergegeben hat. Nicht so viele Highlights, ja, aber dafür ein Tor. Wenn wir noch einen schießen könnten, warum nicht? Das wäre sehr, sehr gut, aber ich traue dem Brat noch nicht so ganz. Also ich bin noch sehr, sehr vorsichtig. Ich rufe noch mal kurz rein, dass ich sie lobe. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel des Guten gewesen. Dass sie trotzdem aber weiterhin Gas geben. Jetzt kommen nämlich die Wolfsburger. Da ist Swanberg. Oh, hoher Ball, aber der darf nicht rein. Nee, der darf nicht reingehen. Müller ist da. Macht die Sache nochmal kurz spannend, aber nimmt schon mal ein bisschen Zeit von der Uhr in der 50. Minute. Und wir bestätigen so bislang. Also es sieht auf jeden Fall besser aus als gegen Cottbus. Da haben wir jetzt schon ein Gegentor bekommen. Achtung, ich will es jetzt nicht jinxen. Oh, das Wimmer. Gut, aber abseits. Ja, aber wir stehen hinten sicherer bislang. Die 0 steht, vorne die 1. Jetzt der Abpfiff und das wäre überragend. Aber da ist noch ein ganz, ganz weiter Weg hin. Cäsiger, also die bauen in Ruhe auf, die Wolfsburger, von hinten im 4-3-3. Aber wir setzen da, ja, eigentlich auch durch die taktische Ausrichtung, die wir am Anfang gemacht haben, halten eigentlich ganz gut dagegen hier. Föhrenbach gewinnt den nächsten Zweikampf. Und jetzt vielleicht mal die Chance. Oh, nee, Fehlpass von Gimba. Oh, ich befürchte Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Nee, Schöppner. Oh, aber da doch nicht hin. Auf Wimmer. Der mit dem Kopfball. Aber das war mordsgefährlich. 4 Schüsse haben wir. Wolfsburg hat 5. Ein X-Goal von 0,28. Jetzt hat Dingshi gelb. Warte mal. Da wollte ich doch gerade noch was machen. Und zwar 3 Wechselphasen. Und zwar einmal Dingshi raus und dafür Pick rein. Warte mal, was können wir machen? Ne, stets ablehnen. Machen wir mal umsetzen auf jeden Fall. Das geht mir immer nur so ein bisschen zu schnell. Deswegen muss ich ab und zu mal auf Pause drücken. So, aber die Wolfsburger, die schieben ein bisschen mehr nach vorne. Die müssen natürlich auch irgendwann alles nach vorne werfen. Das ist für die natürlich auch ein enttäuschender Auftakt bislang. Oh, Kaminski zu viel Platz, aber wieder Müller. Guter Rückhalt, ist wahrscheinlich einer für die Nationalelf. Gladbach hat ausgeglichen in Augsburg. 1-1, Neuhaus. Ist gut, wenn die alle Remis spielen, die sollen sich alle gegenseitig die Punkte nehmen. Wenn wir gewinnen, muah, perfekter Auftakt. Aber wir haben noch 20 Minuten. Oh, jetzt der Ausgleich. Fast da, aber wieder abseits. Ja, Abseitsfalle steht ganz gut eigentlich. Aber Achtung, nochmal Wind und wieder Müller. Es ist krass. Der hält hier einen Ball nach dem anderen. Und unsere Verteidigung steht eigentlich auch ziemlich sicher. Wir haben noch eine Viertelstunde ungefähr. Jetzt hat Busch auch die gelbe Karte gesehen. Also klar, wer hart in die Zweikämpfe reingeht, der holt sich auch dann mal einen gelben Karton ab. Vielleicht wir jetzt mal wieder mit dem Angriff. Florian Pick weiß gar nicht wohin mit dem Ball. Oh, und dann der Fehlpass. Davon wird natürlich irgendwann mal einer bestraft. Aber sofern wir hinten eigentlich ganz sicher stehen. Oh, Kaminski, zu viel Platz. Und wieder Müller, oder? War er dran? Der FC Heidenheim wirkt unzufrieden. Da läuft schon ein Mannschaftsarzt aufs Feld. Da können wir nochmal der Mannschaft ein bisschen Konzentration reinrufen. Weil wir haben jetzt noch 10 Minuten. Umsetzen. Dovedan kommt gleich rein. Und bei uns kommt erstmal wieder Müller. Also das ist für mich der Mann des Tages bislang. Der hat so viele Bälle schon rausgeholt. Schusskarte. Oh, jetzt kriegen wir einen Freistoß. Oh, Dovedan schnell ausgeführt. Tomala. Gut, immerhin mal wieder ein Torschuss. Aber es sind doch nur noch 5 Minuten, die wir hier überstehen müssen. Das wäre ja ziemlich, ziemlich geil. Oh,
Oh, dieser Fehlpass von Busch, der kann ganz, ganz teuer werden. Da ist Wind, aber wieder Müller. Müller, immer wieder Müller. Wenn da Julian Nagelsmann heute nicht zuguckt, dann weiß ich auch nicht. Oh, aufgepasst und wieder. Und jetzt auf Zeit spielen, bisschen die Uhr runternehmen. Stopp mal kurz, was steht jetzt hier? Jakub Kaminski erwischt immer wieder unseren Verteidiger. Wir müssen ihn in Manndeckung nehmen, bevor er uns ein Tor einschenkt. Machen wir mal. Ich vertraue da meinem Co-Trainer, wie gesagt. Dann nimmt den jetzt mal in Manndeckung, dass über die Seite schon mal nichts mehr passieren kann. Oh, will mal kein Abseits. Oh, bitte kein Last-Minute-Ding. Das wäre so unglücklich. Nein, es gibt aber keinen Elfmeter. Nein! Matthias Jöllenbeck zeigt auf den Punkt. Das soll ja wohl ein Scherz sein. Ich wollte gerade sagen, überprüft das mal. Hier gibt es ja den VAR und der bleibt dabei. Boah, das ist bitter. Das ist natürlich bitter, aber der ist noch nicht drin. Und Müller hat heute einen sehr, sehr guten Tag. Den kann er auch halten, aber Wind trifft. Ja, das ist bitter, ey. Zweites Saisontor. Obwohl er erst ein Bundesligaspiel hat. Wahrscheinlich zählt er das Pokalspiel mit. Ah, das ist natürlich bitter. Aber ich habe gerade gar nicht gesehen, warum es da Elfmeter gab. Hat er den gefoult, festgehalten? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht noch in allerletzter Sekunde eine Niederlage bekommen. Das wäre echt bitter. Also das wäre wirklich ein Schlag in die Magengrube, so gefühlt. Dann wenigstens noch einen Punkt mitnehmen. Weil selber Angriff starten, ihr seht, da ist nicht viel in der zweiten Halbzeit. Das ist viel mehr Fighten, Zweikämpfe, den einen Torschuss davon, Tomalla, den können wir auch ignorieren. Aber vielleicht hat Dove da noch eine Idee. Mit Föhrenbach. Ja, die Wolfsburger stehen eigentlich zu offensiv. Dove da nochmal. Schieß, Junge! Ja, immerhin. Immerhin. Aber jetzt kriegt Wolfsburg nochmal den Freistoß. Florian Pick ist da. Eieiei. Natürlich viel mehr Torschüsse als wir. Wir haben quasi aus keinem Torschuss haben wir ein Tor gemacht. Wie auch immer das funktionieren sollte. Masiersleben Gimba. Jetzt spielt das Ding da hinten vernünftig raus. Dann nehmen wir hier zumindest das Remis mit. Oder geht noch was nach vorne? Nee, da geht überhaupt nichts. Aber gut, das ist halt bei uns so, ne? Wir werden offensiv nicht viel glänzen. Wir müssen halt gucken, dass wir unsere wenigen Chancen da nutzen. Nochmal Meier. Aber ich hoffe, das wird es jetzt gewesen sein. Oder, ja, eigentlich Nachspielzeit ist jetzt schon rum. Mele ist gelb vorbelastet. Einen Freischuss gibt es nochmal. Aber Schiri pfeift. Ne, pfeift noch nicht ab. Der hat wohl Bock drauf. Ne, also Schiri pfeift ab. Wind hätte das Spiel für den VfL Wolfsburg entscheiden können. 1-1. Von der Statistik her sind wir damit eigentlich richtig gut bedient. Wolfsburg in der zweiten Halbzeit vor allem sehr, sehr stark. 2,39 der XG-Wert, bei uns 0,71. Schade, es hätte alles so schön sein können. Für mich auch Müller, Mann des Spiels. Ich weiß gar nicht, wie viele Bälle hat er gehalten. Spielerstatistik, steht das hier irgendwo? Torschüsse, Passspiel, Flanken. Warte mal, können wir mal hier drauf gehen? Das zeigt nur, was der für Stärken hat, aber es zeigt leider nicht, wie viele Bälle der im Spiel gehalten hat. Naja, egal, gehen wir in die Kabine rein. Ich glaube, es können ja alle sehr glücklich sein. Ja, ein paar ängstlich, weil die halt nicht gespielt haben. Aber ich glaube, mit einem 1-1 in Wolfsburg kann man zufrieden sein. Jetzt gucken wir mal auf die anderen Ergebnisse. Stuttgart hat 0-0 gespielt gegen Bochum. Freiburg 3-0 in Hoffenheim. Leipzig gewinnt in Leverkusen. Augsburg gegen Gladbach. Was schreiben hier unsere Fans? Anständiges Ergebnis. Auf zum nächsten Spiel. Fantastisches Ergebnis. Positives Ergebnis. Also Marc Blom, die Emma Siersleben. Ist das irgendwie die Spielerfrau von unserem Siersleben? Und Anton Bauernfeind. Das muss auch irgendwie ein Heidenhammer-Troll sein oder irgendwie ein Fake-Account. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Sind also sehr zufrieden. Der 5. Platz zu Beginn. Mal gucken, wir werden wahrscheinlich noch 1, 2 Plätze nach unten rutschen. Und dann war es das schon mit dem ersten Spiel. Mal gucken, ob wir noch ins zweite Spiel reingehen. Kovac will Debatte über Schiedsrichterniveau. Also wie gesagt, den Elfmeter, den hätte ich auch gerne mal gesehen. Ole Werner war im Stadion, okay. Dass Werner die Entwicklung vom verliehenen Ehren Dingshi ins Auge genommen hat. Der will doch jetzt wohl nicht vorher schon den Dingshi zurückholen. Was haben wir hier? Leistung von Müller stellt Jarosch zufrieden. Ja, sehr gut. Frage von Lukas Zech, sehr erfahren. Können wir mal beantworten. Was haben wir denn hier? Wolfsburger Fußballpresse. Nico Kovac sprach davon, dass das Schiedsrichterniveau in Deutschland nicht gut ist. Stimmen Sie dazu? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Debatte. Ich weiß gar nicht warum. Ich meine, der soll froh sein, dass er den Elfmeter noch bekommen hat. In letzter Minute. So, was haben wir hier? Ja, die beiden anderen Sonntagspartien, da warten wir jetzt nochmal ab.
Malen zieht die Aufmerksamkeit auf sich und dann schauen wir mal. Die haben immer noch nicht gespielt. Nächstes Spiel ist gegen Hoffenheim. Ja, das können wir eigentlich auch noch machen. Warum nicht? Dann werden die Paarzeiten ein bisschen länger, aber ich will zumindest so 2 Spiele oder so schaffen. Spricht sich über Kovac aus. Hoffentlich steht da nichts Schlimmes drin. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt über diese Debatte. Genau. Dortmund gewinnt zu Hause. Okay, wie waren die anderen Ergebnisse? Tabelle. Ach, die haben noch gar nicht gespielt. Ist immer noch Sonntag. 16:45 Uhr. Die spielen noch. Florian Mayer ist unser neuer Physiotherapeut. Okay, perfekt. Kann man auch immer gebrauchen. Hier haben wir die Aufstellung schon mal von Hoffenheim. Fünferkette natürlich. Vorne Kramaric, Weghorst, Bebu. Das sind auch nicht so schlechte Gegner. Aber unser erstes Heimspiel will ich auf jeden Fall erfolgreicher gestalten. Hoffenheim ist letzter. Oh, Hoffenheim sage ich schon. Frankfurt gewinnt 3:0 gegen Darmstadt. Union gewinnt 4:1 gegen Mainz. Okay, Union ist erster, Frankfurt ist dritter, Freiburg zweiter. Wir sind auf dem 8. Platz. Am ersten Spieltag, ne? Jetzt mal nicht hier den Boden unter den Füßen verlieren. Aber das sieht doch relativ gut aus. Die anderen Tabellen, die können wir uns mal nach und nach so ein bisschen anschauen. Da haben wir den Trainingsplan, Mitarbeiter aktualisiert. Adrian Beck ist leider verletzt, fällt für 1 bis 2 Tage aus. Aber auch das sollte eigentlich kein Problem sein. Dann spulen wir hier mal so ein bisschen vor. Ballbesitz. Taktik Mainz 05 hat Richter verpflichtet. Das sind ja die Transfers, die in Echtzeit quasi abgewickelt werden. Das, genau, Malik Fatih, Chefleistungsanalyst. Ist das der Malik Fatih, der auch mal Fußball gespielt hat? Ja. Ich glaube schon. 60 Mainz, ja. Das ist tatsächlich der ehemalige Spieler Malik Fatih, der jetzt bei uns Chefleistungsanalyst ist. Sehr, sehr gut. Das sind die internationalen Nachrichten. Brauche ich eigentlich jetzt auch erstmal nicht. Lukas Janes ist verletzt. Ist wahrscheinlich einer aus der U19. Ja, 19-jähriger Mittelfeldspieler. Wird wahrscheinlich U19 sein. So, Transfer-Meeting kommt auch gleich nochmal. Spielvorbereitung auf Hoffenheim. Transfer-Meeting am Deadline Day. Beziehungsweise haben wir ja noch gar nicht. Ist ja erst 25. August. Transferfrist, die endet in einer Woche. Da würde er uns Meloni wieder für Schöppner reingeben. Ansonsten müssen wir halt immer noch warten auf Tim Kleindienst. Der ist leider noch verletzt. Ausverkauftes Haus gegen Hoffenheim. Sehr, sehr gut. Wettquote ist hier eher auf Hoffenheim, 2,38. Aber auch wir mit einer 2,8 sind da eigentlich gar nicht so weit weg. Transfer Deadline Day. Ja, ich weiß nicht, ob ich das mal überspringen kann. Was haben wir denn noch? 206.000. Wir gehen mal kurz rein. Mal gucken, was wir haben. Auslaufende Verträge. Neue Vertragsgespräche terminieren. Ratschlag umsetzen. Warum kann ich das jetzt nicht umsetzen? Ist die Frage. Zum Spielerstatus springen. Andere empfohlene Spieler anzeigen. Also Danny Latza wäre auch eine Empfehlung für uns. Zurück, Danny Latza. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Wir machen mal ein Meeting. Nichts unternommen. Ich konnte da auch gerade irgendwie nichts machen. Also ich wollte ja dazu irgendwas sagen. Zu Latza oder auch zu den ganzen Spielern, deren Verträge auslaufen. So, jetzt gehen wir also rein. Stuttgart spielt 2-2 in Leipzig. Das war das Freitagsspiel. Und wir spielen am Samstag. Genau, da wird schon mal ein bisschen gespeichert. Dann überspringen wir das. Und dann machen wir jetzt noch ein Spiel. Und ich glaube 2 Spiele pro Part. Die sind immer ganz gut. Zur Not kann ich ja auch mal schneiden, dass wir schneller zu den Spielen kommen. Je nachdem. Könnt ihr ja auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. So, Vorschau. Was haben wir unter anderem? Bochum-Dortmund ist dann das Topspiel. Ja, aber um 18:30 Uhr spielt Gladbach-Leverkusen. Sonntag Mainz gegen Frankfurt, Bayern gegen Augsburg. Okay, Fitnesstest ist alles soweit abgehakt. Ich hoffe, dass halt auch irgendwann Kleindienst wieder mit dabei ist. Was haben wir hier? Wir attackieren Kramaric härter. Wir machen vorsichtig, weil die wahrscheinlich Fünferkette spielen. Dann auf den Beinen bleiben, also auf jeden Fall nicht grätschen. Und Jan Schöppner bilden und im zentralen Mittelfeld zusammen spielen. Ja, Jan Schöppner spielt ja. Ne? Machen wir zur Teamauswahl, oder? Jan Schöppner, gucken wir mal, Aufstellungsempfehlung. Neben Meloni und Gimba ist ja als Empfehlung erstmal angezeigt worden. Tim Kleindienst ist da noch nicht mit dabei, oder? Wo ist er hier? Tim Kleindienst, der ist noch verletzt, da unten verletzt. Reha läuft, er kann morgen wieder ins Training einsteigen. Also dann ist er in Dortmund sogar schon wieder mit dabei. Dann gehen wir rein, ermutigt erfreut zum Spiel, alles klar. Dann gucken wir mal, was im ersten Heimspiel läuft, ob wir uns ein paar mehr Chancen rausspielen, das wäre schon geil. Bin froh, dass Meinke heute von Beginn an spielt. Ich sage einen Sieg voraus, Larissa Dürast und Rufen Schulte. Das sind auch irgendwie gewürfelte Namen, oder? Kann das sein? Die sind alle soweit gelassen, motiviert wahrscheinlich und dann gehen wir rein ins erste Heimspiel in der Bundesliga.
Bei Müller, ja, da steht leider nicht dabei, wie viel Paraden ich. Das hätte mich wirklich gerne mal interessiert. Das hätte ich wahrscheinlich irgendwo nochmal nachgucken können in den Statistiken. Okay, fangen wir an. Zurufe wie immer, Konzentration von Anfang an und dann schauen wir mal, was gegen Hoffenheim so geht. Ob Beste vielleicht wieder einen Dreierpack schnürt wie gegen Energie Cottbus oder Dingshi, Masterclass. Oder vorne Piringer, schauen wir einfach mal. Jetzt gibt es die erste Ecke von Kramaric. Erstmal gut geklärt. Nsoki nochmal Kramaric und Müller. Ja, alles halb so wild. Sieht sehr, sehr gut aus. Verwirrt so ein bisschen die Gegner mit seinen Spielereien. Aber daraus ergibt sich auch nichts. Also ich bin gespannt mit einer Fünferkette, wenn der Gegner so spielt, wie wir uns dann verhalten. Ja, Maloney Busch, der läuft halt auch für 2 oder 3 Männer. Oh, Achtung, erste Chance. Jawohl. Und Dingshi. Dann zählt der Pokal auch mit. Dann ist sein zweites Tor. So ähnlich wie gegen Wolfsburg. Frühes Tor. Und auch richtig gut gespielt. Hier und wieder Busch über die andere Seite. Und dann, das hätte ich zum Beispiel nie gedacht, dass der Ball da ankommt. Wen hat er da getunnelt? Die 4. Schade, können wir jetzt gar nicht sehen. Aber egal, Ehren Dingshi. Mit dem 1:0. Perfekt. Und wir sind gleich schon wieder vorne. Nächste Chance von Piringer. Das ist mal ein besserer Auftakt und ein besseres Spiel bislang als gegen Wolfsburg. Wir sind zwischenzeitlich 5. Wir loben mal die ganze Mannschaft. Muss auch mal sein. Nach so einem frühen 1:0 bin ich der Meinung. Wer hat denn die Nummer 4? Schade, von Hoffenheim. Die Rückennummern können wir gar nicht sehen, ne? Oder? Warte mal. Nee, da können wir das nur ausschalten. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ich dachte, vom Gegner können wir das auch irgendwie sehen. Ich glaube, das war ein Nsoki. Ich glaube, die 4 hatten Nsoki. Bin ich der Meinung. Dortmund führt in Bochum durch Reus. Okay. Die bereiten sich also schon mal auch vor auf Heidenheim. Aber jetzt aufgepasst. Grillitsch von weiter weg. Aber Müller wäre da gewesen. Nee, er war sogar dran. Okay. Der kann den Ball also über die Latte lenken. Jetzt die Ecke Maloney Claire. Das sieht relativ gut aus eigentlich. Was haben wir hier? Oh, mal eine andere Kameraperspektive. Warum auch immer. Und wir kriegen es nicht so recht geklärt. Und dann haut's go so einen raus. Das ist halt die Schusstechnik. Der hat eine richtig feine Schusstechnik. Der schießt geile Freistöße auch so aus dem Spiel heraus. Aber das haben wir, glaube ich, nicht gut geklärt. Ne, hier, Gimba. Oh, klärt direkt in die Mitte. Und dann kommt Dingshi da nicht ran und dann kannst du den nicht halten, ey. Der ist sensationell geschossen. Ja, schade, ey. Ärgerlich. Aber auch hier wird es nicht langweilig. Ich finde das eigentlich cool. Auch so die Highlights, wie die präsentiert werden. Ja, es ist nicht zu lang, aber es macht auch Spaß zuzugucken. Und wieder Busch, komm. Zweites Tor, Tomala und Baumann. Das wäre ein tolles Tor geworden. Da stimmt, da stehen schon die Mannschaftsärzte. Haben die irgendwas im Busch? Aha. Apropos, oh, schöne Ecke, aber kommt leider keiner ran. Ja, XG-Werte sind auch wieder ausgeglichen. Ihr seht auch die Schüsse aufs Tor. 6 von Hoffenheim, 4 von uns, Schüsse aufs Tor auch 4. Also es ist ja ausgeglichen. Vielleicht leichte Vorteile für Hoffenheim. Wer mag es ihnen verübeln. Und die Kölner führen auch gegen Wolfsburg, habe ich gerade gesehen. Ecke. Nochmal vor der Pause. Das Matchmomentum ist halt gerade bei Hoffenheim. Aber das heißt ja nichts. Bremen führt auch in Freiburg durch Duxch. Ganz wilde Ergebnisse. Oh, zweites Tor direkt hinterher durch Jung. Schöner Doppelschlag da. Bochum gleicht auch aus. Und bei uns ist Piringer da. Und Dingshi. Also wir versuchen es. Wir sind dabei, uns das zu erarbeiten. Und bislang, ja, kommt ein 1-1 dabei rum. Auch wieder ausgeglichene XG-Werte unter anderem. Es ist ausgeglichen. Also ich glaube, das 1-1 geht in Ordnung. Ja, hier sind soweit alle gelassen. Nervös. Ja, wahrscheinlich, weil die noch nicht gespielt haben. Oder weil es halt einfach die Aufregung ist. Ey, erstes Spiel zu Hause. Mal ermutigen. Komm, wir wollen denen mal ein bisschen Mut zusprechen. Mal gucken, hoffentlich fühlen sie sich davor nicht angegriffen. Ich weiß ja immer nicht, wie die Spieler darauf reagieren. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. So. Ich glaube, in echt hat Heidenheim hier 2-0 geführt. War das nicht so? Und dann haben die das 2-0 noch verspielt und dann haben sie 3-2 verloren. Das war natürlich auch bitter. Dasselbe haben sie dann gegen Augsburg, glaube ich, auch nochmal gemacht zu Hause. Und gegen wen? Gegen irgendwen noch.
glaube, gegen irgendjemanden Dritten haben sie noch einen Rückstand verspielt. Oh, eine komische Kameraperspektive, aber vielleicht kommen wir ja über Maloney, Beste nochmal. Und da ist Tomalla, ja, ein bisschen zu hoch. Also ich bin gespannt, wenn Tim Kleindienst wieder da ist. Der ist ja auch ein bisschen größer, da können wir vielleicht auch ein bisschen mehr flanken. Das ist natürlich jetzt doof, weil ich glaube, Pieringer vorne, der ist jetzt auch nicht unbedingt so groß gewachsen. Ah, nee, auswechseln nicht. Ich wollte eigentlich gucken, wie groß er ist. Schauen wir gleich nochmal. Nächste Chance. Oh, und jetzt kommt der Konter. Jetzt kontert Hoffenheim. Übers Go. Die haben natürlich vorne Weghorst drin, ne? Die können immer mal nach vorne flanken. Anders als wir. Wir können das nicht. Da ist Weghorst. Achtung, Bebu, aber Müller. Achso, war dran. Hoffenheim hat sich in einen Rausch gespielt. Er zeigt ein gutes Passspiel und bringen die Schüsse dann aufs Tor. Aber vielleicht ja jetzt durch den Ballverlust. Aber auch da keine Chance. Auch da keine Chance. So, was habe ich denn jetzt gemacht? Nochmal Anweisungen geben. Nee, Quatsch. Ich wollte eigentlich einen Zuruf machen. Und zwar... ja, ein bisschen mehr fordern. Also ich glaube, das können wir auch ruhig mal machen. Das ist mir momentan ein bisschen zu wenig. Wir dürfen uns auch nicht nur hinten einigeln. Und immer nur auf 1-1 spielen und hoffen, dass wir früh das 1-0 machen. Das geht nicht. Achtung. Kramaric sogar auf die Latte, glaube ich, drauf. Hier sehen wir das auch nochmal. Unser Aufbauspiel. Im 4-2-3-1. Sehr, sehr gut. Und jetzt geht es auch mal bei uns schnell nach vorne. Ja, Dingshi hat ein bisschen Platz. Jetzt komm in die Mitte. Ist leider kein Kleindienst. Aber Gimba, komm, der kann doch seinen Fehler wieder gut machen. Oh, schade. Nachdem er da leider das 1-1 so ein bisschen mitverschuldet hat. Heidenheim im Angriff. Ne, jetzt kommt erstmal Hoffenheim. Ne, Quatsch, wir haben den Ball gewonnen. So, jetzt. Nächste Chance umzuschalten. Maloney außen auf Busch. Der läuft die Linie hoch und runter. Und jetzt die Chance, Dingshi, Junge! Ah, den kann er besser spielen. Schade. Aber mal wieder eine Chance. So, warte mal. Da war jetzt gerade noch ein Wechsel, den wir machen sollten. Und zwar, warte mal, wo war das jetzt? Wo konnte ich das gerade sehen? Irgendwo konnte ich das gerade sehen. Und zwar hier, genau, umsetzen. Florian Pick für Jan-Niklas Beste. Ich muss sofort mal auf Stopp oben drücken oder auf Pause, wenn da ein Wechsel angezeigt wird, weil sonst mache ich das zu spät. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Nochmal John, Achtung. Weghorst und Müller kratzt den raus. Sehr, sehr stark. Oh, das war gefährlich. Der hätte gepasst. Der hätte genau gepasst. Und dann wäre Hoffenheim hier in Führung gegangen. Aber vielleicht, Achtung, auch da nochmal auf Weghorst geguckt. Ich befürchte, die machen noch eins. Ey, Weghorst vorne drin, der ist mir nicht ganz geheuer. Aber komm, wir schaffen das. Der lässt sich aber ganz schön viel Zeit schon. Was ist los mit dir? Ja, aus gutem Grund auch Maloney dazwischen und Busch. Komm und lauf nach vorne, Junge. Du hast zwar keinen, aber egal. Versuch's trotzdem. Naja. Dann wird es wahrscheinlich hoffentlich bei dem 1-1 bleiben. Wir haben 10 Schüsse, ich weiß gar nicht woher. Aber Tomalla kommt nochmal. Wir kriegen auch nochmal einen Eckball. Vielleicht sind wir jetzt diejenigen, die mal Last Minute hier zuschlagen. Das könnte auch die letzte Aktion sein. Komm, das wäre so ein geiles Ding. Letzte Sekunde, letzte Minute. Fürnbach lässt sich auch ganz viel Zeit. Und dann kommt die Ecke rein und dann, ja, aber Chance ist noch da. Kriegen wir noch einen Eckball, deswegen ist Florian Pick da gerade nicht hingegangen. Jetzt schießt er die Ecke. Und komm rein mit der Murmel, hopp. Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Und rein damit und jetzt irgendeinen finden. Ja, Dingshi, komm. Der ist noch heiß. Schiri pfeift noch nicht ab, das könnte die letzte Chance sein, oder? Pfeift da, oh, der Ballverlust. Ballgewinn. Geht alles zu schnell und dann glaube ich, kann der Schiri abpfeifen? Ja, dann geht es auch hier mit dem 1-1 zu Ende. Ah, der Schiri hat noch Bock. Will noch ein bisschen laufen lassen, aber hier wird nichts mehr passieren, glaube ich. Da kann der Schiri auch gerne abpfeifen. Gut, aber er will noch nicht. Ah, jetzt will er. Okay, also auch hier 1-1 gegen Hoffenheim. Ich denke, das geht auch in Ordnung, weil wir haben, glaube ich, ganz andere Ansprüche wie Hoffenheim. Sko hat sich noch verletzt, der Torschütze, schade. Aber das sind halt so Fehler, die werden halt eiskalt bestraft, ne?
Der Fehler von Gimba, der Fehlpass, wenn er den nicht macht. Wir waren sogar besser hier. Guck mal, XG-Werte sind wir besser gewesen. Obwohl wir weniger Schüsse und aufs Tor haben. Aber XG-Wert sagt ja eher die Qualität der Chancen aus. Und da waren wir, ja, besser. Aber egal, ein 1-1 gegen Hoffenheim ist perfekt, will ich nicht meckern. Guck mal, Dortmund hat zum Beispiel verloren. Haben jetzt aber trotzdem auch, die haben das Auftaktspiel gewonnen. Wolfsburg verliert in Köln durch Gegentor Davy Selke. Union gewinnt wieder. Ja, wir spielen unentschieden. Bremen gewinnen 4-1. Also die sind auch richtig gut reingekommen. Ehren-Dingshi, Auftrag ausgeführt. Mainka braucht jetzt unsere Unterstützung. Und immer wenn ich hingeschaut habe, hat Müller eine Parade gezeigt. Ja, der war heute auch wieder eigentlich richtig gut. Und somit würde ich sagen, können wir den Part hier beenden. Wir haben einen guten Auftakt, 2 Unentschieden. Damit gehe ich auf jeden Fall mit. Das hätte ich mir auch gerne vorher gewünscht oder das hätte ich auch unterschrieben. Und jetzt ist es halt so. Und jetzt gehen wir nochmal kurz hier rein, gucken auf die Bundesliga-Tabelle. Genau, also Union ist nach wie vor auf der 1. Frankfurt, okay, wir warten nochmal den Spieltag ab. Wir spulen nochmal vor. Oh, Gladbach gewinnt 3-0 gegen Leverkusen zu Hause. Das Topspiel, okay. Spulen wir nochmal kurz vor bis zu dem Montag, dass wir die anderen Ergebnisse auch nochmal haben. Und dann, genau, gehen wir weiter ins nächste Spiel dann gegen Dortmund. Wird nicht viel weniger leicht. So, hier haben wir noch die ersten Spiele oder die letzten Sonntagsspiele. Und dann gucken wir mal, wie die gespielt haben. Da müssen ja eigentlich auch die Ergebnisse dann reinkommen. Ah, komm. Oh, Frankfurt holt sich auch eine Klatsche ab. 3-0 in Mainz. Die Bayern gewinnen überraschenderweise gegen Augsburg. Wir sind 14. 2 Punkte, aber Wolfsburg, Hoffenheim und sogar Leverkusen. Das ist bislang echt die negative Überraschung. Aber gut. Ich glaube, gegen Dortmund könnte uns Ähnliches blühen. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Das wird die Mannschaft sein, auf die wir treffen werden. Höchstwahrscheinlich Sabitzer, Emre Can, Reus, vorne Aller, Mal und Brandt. Lassen wir uns überraschen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, kostenloses Abo und dann geht es weiter im nächsten Spiel, im nächsten Part. Gegen Dortmund und gegen Bremen wahrscheinlich. Die beiden Spiele werden wir machen. Vielleicht schaffen wir auch noch Leverkusen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Dortmund und Bremen werden wir schon irgendwie hinkriegen. Also, macht's gut und ciao.